diesem Video stellen wir Ihnen eine der Self-Service-Funktionalitäten in Cadenza vor. Mit wenigen Klicks können Sie eigene Daten aus einer Excel-Tabelle in eine Arbeitsmappe einfügen. Die Daten werden von Cadenza in einer Datenbank gespeichert und können direkt im Anschluss in den Datenaufbereitungen einer Arbeitsmappe verwendet werden. Ich zeige Ihnen den Excel-Import anhand eines Datensatzes mit Personaldaten einer fiktiven Behörde. Es handelt sich um einen Demo-Datensatz, der keinen Bezug zur Realität hat. Mit den Daten soll beispielhaft die Geschlechterverteilung der Mitarbeitenden pro Abteilung analysiert werden. Die Excel-Tabelle enthält auch räumliche Informationen, die Adressdaten der Mitarbeitenden. Diese können in Cadenza geokodiert und anschließend in einer Karte visualisiert werden. Diesen Vorgang zeigen wir ausführlich in unserem Video Adressgeokodierung im Self-Service. Den Link dazu finden Sie in der Videobeschreibung. Ich beginne auf der Startseite von Cadenza und lege eine neue Arbeitsmappe an. Die Schaltfläche dafür befindet sich im Navigator. Als nächstes werden die Excel-Daten importiert. Grundsätzlich werden im Datenmanager die in der Arbeitsmappe bereitgestellten Daten angezeigt. Hier können auch neue Daten in Cadenza geladen werden. Klicken Sie dazu auf Daten hinzufügen. Anschließend können Sie auswählen, ob Sie auf Daten aus dem vorliegenden Datenbestand zugreifen oder neue Daten importieren möchten. In diesem Beispiel passt die zweite Option. Klicken Sie auf Neue Daten importieren. Cadenza kann ganz unterschiedliche Datenformate verarbeiten. Neben Excel-Tabellen und CSV-Dateien kann Cadenza auch dateibasierte Geodaten wie Geopackages, KML-Dateien oder Shapefiles einlesen. Daneben können Geoformate, beispielsweise WMS-Dienste oder Shapefiles, auch über eine Karte eingebunden werden. Sehen Sie sich dazu gerne unser Videotutorial Geodaten in Cadenza an. Das Dialogfenster führt Sie jetzt Schritt für Schritt durch den Datenimport. Wählen Sie hier als erstes die Datei aus, die in Cadenza importiert werden soll. Klicken Sie anschließend auf Weiter. Im zweiten Schritt legen Sie fest, ob alle Daten importiert werden sollen oder ob der Import erst ab einer bestimmten Zeile starten soll. Optional können Sie hier angeben, dass die erste Zeile der Tabelle die Spaltennamen enthält, um diese an Cadenza zu übergeben. Im unteren Bereich des Dialogfensters finden Sie eine Vorschau auf die Daten und sehen, wie diese in Cadenza angezeigt werden. Überprüfen Sie hier das korrekte Einlesen der Daten. Klicken Sie auf Weiter, um im Importprozess fortzufahren. Beim Datenimport erstellt Cadenza einen sogenannten Objekttyp, in dem die Daten abgebildet werden. Dieser wird im Datenmanager bereitgestellt. So erhalten Sie Zugriff auf Ihre Daten. An dieser Stelle legen Sie den Namen des Objekttyps fest. Wenn Zeit- und Ortsangaben in den Daten vorliegen, kann daraus ein Bewegungsprofil erstellt werden. Da in diesem Tutorial kein Bewegungsprofil erstellt werden soll, klicken Sie auf Weiter. Ein Raumbezug kann beim Datenimport mittels Koordinatenwerten oder Adressinformationen übergeben werden. Im aktuellen Tutorial ist dies nicht relevant, daher können Sie auch hier auf Weiter klicken. In dem hier verwendeten Datensatz liegt kein Zeitbezug vor, daher können Sie einfach auf Weiter klicken. Zum Abschluss erhalten Sie eine Übersicht über die Attribute und sehen, wie diese in Cadenza abgebildet werden. Hier können Sie unterschiedliche Dinge anpassen, wie den Namen und Datentyp oder die Attributart. Bei Kennzahlen können Sie außerdem festlegen, wie diese standardmäßig in Cadenza aggregiert werden sollen. In Cadenza werden Attribute unterteilt in Kennzahlen und Dimensionen. Kennzahlen sind numerische Attribute, die aggregiert werden können, beispielsweise Messwerte, Stückzahlen oder Preise. Dimensionen beschreiben diese Kennzahlen und liefern den Kontext, in dem sie eingeordnet und aufbereitet werden. Klicken Sie auf Importieren, um den Importprozess abzuschließen. Nach Abschluss des Importprozesses haben Sie die Möglichkeit, die Importeinstellungen abzuspeichern. Wenn Sie regelmäßig gleichartig aufgebaute Datensätze importieren, können Sie also die Importeinstellungen später wiederverwenden. Klicken Sie auf Fertigstellen. Der neu erstellte Objekttyp wird jetzt im Datenmanager angezeigt. Jetzt sollen die importierten Daten ausgewertet werden. Das Attribut Anzahl der Mitarbeitenden liegt allerdings noch nicht vor. Es muss aus den vorliegenden Daten erzeugt werden.
Da die Mitarbeitenden über die ID eindeutig referenziert sind, entspricht die Anzahl der IDs der Anzahl an Mitarbeitenden. Die ID ist als Dimension in Cadenza angelegt. Für die Auswertungen wird allerdings eine Kennzahl benötigt. Über das 3-Punkte-Menü des Attributs kann die ID als Kennzahl dupliziert werden. Geben Sie in dem folgenden Dialogfenster einen passenden Namen für die neue Kennzahl ein und klicken Sie auf Duplizieren. Öffnen Sie jetzt noch die Attributeinstellungen über das 3-Punkte-Menü und ändern Sie die Aggregationsfunktion auf Anzahl eindeutig. Klicken Sie zweimal auf Übernehmen. Jetzt haben Sie ein Attribut, das die Anzahl der Mitarbeitenden angibt. Mit den Daten wird jetzt eine Übersichtstabelle erstellt, in der die Anzahl der Mitarbeitenden pro Abteilung und Geschlecht angegeben ist. Dazu werden die Attribute Geschlecht, Abteilung und Anzahl Mitarbeitende per Drag and Drop in die erste initiale Sicht hineingeschoben. Die Reihenfolge der Spalten in der Tabelle entspricht der Reihenfolge der Attribute im Designer und kann dort angepasst werden. Die Daten werden jetzt nach Abteilungen gruppiert in der Tabelle dargestellt. Mit einer Pivotierung wird die Tabelle noch übersichtlicher. Dazu wird das Attribut Geschlecht in die Spaltendarstellung verschoben. Aus dieser Tabelle ist die Verteilung der Geschlechter pro Abteilung direkt ablesbar und vergleichbar. Zum Thema mehrdimensionale Analyse haben wir 2 weitere Videos für Sie zusammengestellt. Die Links dorthin finden Sie in der Videobeschreibung. Klicken Sie auf Speichern unter, um diese Datenaufbereitung später wieder aufrufen zu können, und wählen Sie einen passenden Speichernamen und Ort. Aus den Personaldaten der Excel-Tabelle können viele weitere Datenaufbereitungen erstellt werden, zum Beispiel Indikatoren, die eine sofortige Übersicht zu der Anzahl der Mitarbeitenden liefern. Ein Säulendiagramm, in dem die Altersstruktur der Mitarbeitenden visualisiert wird. Eine Übersicht der allgemeinen Geschlechterverteilung sowie im Kreisdiagramm unten rechts eine vergleichende Darstellung der Anzahl Mitarbeitender pro Abteilung. So wird aus einer Tabelle ein ansprechendes Dashboard. Eine detaillierte Anleitung zum Erstellen einer Arbeitsmappe erhalten Sie in unserem zweiteiligen Tutorial Arbeitsmappe anlegen. Die Funktionalität des Dashboards kann erweitert werden, indem Sie Filter zur Verfügung stellen, um die Datenmenge gezielt einzuschränken. Sehen Sie dazu unser Video Filtern in Cadenza, gezielt Daten einschränken, um einen umfangreichen Überblick über den Analysekontext und die Optionen darin zu erhalten.